Moinsen. Heute vergleichen wir mal, was ist besser, Landkarten, Old Fashion oder Navi. Das Navi haben wir jetzt hier gerade nicht, das habe ich schon rüber in der andere Truck, wenn wir dann mit dem anderen losfahren. Und bei den kleinen Trucks habe ich keine fest installierte Navis, sondern da nehme ich immer nur das eine rüber, je nachdem welchen das ich habe, welchen das ich fahre. Ja, und jetzt kommen wir mal so, ich kenne das noch aus meiner Anfangszeit, da gab es noch keine Navis oder wenn es gab, dann nur in Luxusautos wie S-Klasse oder so, ne? Aber so der normale Kraftfahrer, der hat es hier mit diesen Dingern zu tun gehabt. Das ist jetzt hier eine Karte von Belgien. Und naja, wie man sieht, man braucht hier viel Platz, um die auszubreiten. Na, und das ist jetzt noch sogar nur die Hälfte, da ist noch eine Rückseite dabei. Also während der Fahrt ist das nicht praktikabel. Na. Und ich habe jetzt hier ja im Truck eigentlich viel Platz, na, und kann die hier so ausbreiten. Aber selbst hier könnte jetzt die zweite Seite nicht ausklappen, die untere Hälfte. Und in kleineren Autos ist es dann erst recht nicht möglich. Aber es ist auch meiner Erfahrung nach nicht wirklich nötig, weil man kann sich ja zum Beispiel, wenn wir jetzt hier bei Brüssel fahren wollen, dann falten wir uns die Dinger so, und dann hat man den Bereich, wo man fahren will, und dann kann man sich das da hinlegen, dann fährt man und zwischendrin guckt man mal auf die Karte. Da muss man sich natürlich mit den ganzen Symbolen da auskennen, was ist Autobahn und was ist Landstraße. Und wenn man mit einem großen Truck fährt, dann sollte man Straßen, die weiß oder wie hier auf dieser Karte gelb markiert sein, eigentlich meiden, weil das sind dann die Nebenstrecken. Und da haben wir dann auch schon das Problem, dass je nach Kartenhersteller auch das unterschiedlich gehandhabt wird. Bei manchen sind die Nebenstraßen weiß, bei manchen gelb, und da muss man sich halt vorher im Index nachschauen. Hier hat man es zum Beispiel, was es alles bedeutet. Ne? Ja, und früher gab es halt nur das. Da musste man damit leben, und wenn man jetzt so zum Beispiel, man hat jetzt diese Seite so aufgeklappt gehabt und man fährt jetzt da lang und man kommt jetzt hier an der Rand, dann musste man wieder anhalten auf dem Parkplatz, musste das umblättern, weil wie man hier sieht, das geht nicht während der Fahrt so, ne? Das Umblättern, das ist ein bisschen umständlich hier. Und wenn man dann mal 40 überschritten hat, das Lebensalter 40, dann wird es auch schwieriger, die kleinen Buchstaben da zu sehen. Und wenn man dann während der Fahrt unterwegs ist und es wackelt noch, ne, oder gar nachts nur mit der Innenbeleuchtung, wird es noch schwieriger. Aber wie gesagt, früher gab es nichts anderes. Und dann haben wir hier jetzt noch einen Stadtplan. Stadtpläne gab es da auch. Also ich habe da immer gern die von Falk benutzt. Warum? Weil die hatten so eine spezielle Falttechnik, die konnte man hier so umklappen, da musste man nicht wie hier. Hier hat man ja, wenn man die aufklappt, so ein riesen Papier vor der Nase, und hier, die konnte man also so falten und dann so rüber und umblättern, und dann konnte man die nächsten Seiten, da musste man dann immer schauen, wie es da weitergeht dann auf der Seite. Wenn man hier, dann musste man natürlich auch die so weit ausklappen, damit man da dann in einem Bereich ist, wo es übereinstimmt. Ne? Man kann das natürlich auch ausziehen hier. Na, dann sieht man es so. Und aber das fand ich immer praktisch, so die Stadtpläne. Ja, da hast du die dann nimmst du die so, und wenn du dann so am Fahren bist, dann kannst du hier auch umblättern. Na, ein geübter Fahrer, der kann das. Ja, und der Nachteil von diesen Stadtplänen ist natürlich, die sind immer nur für eine Stadt.
Und wenn du berufsmäßig unterwegs bist und du kommst in zig verschiedene Städte und jeder Plan kostet da Geld, ich weiß nicht, ob es hier drauf steht, so, da 12,80 Mark hat der gekostet. Ja? Und wenn du da für 100 Städte die Pläne hast, na, und jeder kostet zwischen 10 und 20 Mark, na, da hast du ja einen großen Teil von deinem Geld nur in Pläne investiert und dann hatte ich da war ich noch damals mit dem großen Trucker unterwegs, natürlich sämtliche Ablagen, wo überall verfügbar war, vollgestopft mit Stadtplänen und Landkarten. Ne? Das braucht da sehr viel Platz, dieses Zeug. Ne? Ja, und da bin ich schon froh, dass man heutzutage Navi hat oder Google Maps. Und das ist das Schöne, das kann man die Übersicht machen, dann sieht man man kann hier bis ganz Europa, na, und da kann man dann, wenn man eine längere Strecke hat, sehen, ob das die Fahrstrecke ist, die man nehmen will, oder ob man lieber woanders lang fährt. Ich tue jetzt hier mal das als Ziel eingeben, als Route, na. Es dauert jetzt einen Moment, bis er sie berechnet hat, und da sieht man jetzt, hier haben wir jetzt die Übersicht von unserem Standort quer durch bis nach Spanien runter. Und diese Strecke bin ich tatsächlich dieses Jahr schon gefahren und auch hier über die Atlantikküste, also an Bordeaux vorbei und dann über Nordspanien. Es gibt auch die Südroute, die tut mir mein Garmin GPS immer anbieten, mein Offline, und das ist hier online. Dieses Google Maps hat den Vorteil natürlich, dass es auf Staus unterwegs reagieren kann. Das zeigt es dann an, wenn da wo Stau ist, dann ist das nicht blau, die Fahrstrecke, sondern rot. Ne? Und da kann man sich dann eine Ausweichstrecke suchen. Der Nachteil ist natürlich, dass man da eine Funkverbindung dazu braucht. Ne? Gut, ich meine, wenn man jetzt hier durch Europa unterwegs ist, dann ist es kein Problem. Ne? Aber ich bin da auch schon nach Marokko gefahren, und in Marokko habe ich halt das Problem, dass ich dann Roaming kaufen müsste. Naja, und für 10 Euro am Tag ist es mir dann das auch nicht wert. Aber so, wenn man so in Deutschland oder Nachbarländer unterwegs ist, hat man ja überall EU-Roaming, da ist das kein Problem, da kann man das nutzen. Aber es gibt natürlich auch Funklöcher. Und für so einen Fall habe ich natürlich immer auch Landkarten dabei, allerdings nicht so wie hier jetzt Länderkarten, die zeige euch gleich, welche ich da dann noch dabei habe. Und dann habe ich auch noch das andere, das Offline GPS, das zeige ich euch jetzt auch gleich mal. So, ja, was ich noch ansprechen wollte, ich habe natürlich alle meine Landkarten von früher, die ich hatte, noch aufgehoben, so aus nostalgischen Gründen, aber wenn ich sie nicht mehr benutze. Und es gibt natürlich auch sowas, da hier DDR, die habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft, die habe ich tatsächlich selbst nie benutzt, weil ich bin dann, das war schon nach der DDR, als ich angefangen habe zu fahren. Na, aber nur, dass man das mal gesehen hat, wie das da war. Also da hat man also auch Karten gehabt. Ein Problem war, wenn du im Westen warst, da hast du vom Osten kaum Pläne gehabt, genauso wie es heute von Russland keine GPS-Karten gibt. Weil ich habe mir ja für Nordafrika, für mein Offline-GPS, habe ich mir eine SD-Karte gekauft, damit ich Marokko bis rüber nach Saudi-Arabien geht, das von der Abdeckung her. Und damit ich da dann nicht Roaming kaufen muss, sondern damit ich eben mit dem Offline-GPS navigieren kann. Und diese SD-Karte hat eine Huni gekostet, okay, aber dafür hat man ja viel ganz Nordafrika abgedeckt damit.
das finde ich viel besser, als wie wenn man da 20 verschiedene Karten kaufen muss. Aber jetzt gehen wir mal rüber in den anderen Truck und schauen wir uns das Offline-GPS an. Und hier sind wir jetzt in dem anderen Truck. Und da habe ich jetzt hier das GPS. Das ist das Offline-GPS. Das heißt, dazu brauche ich keine Internetverbindung. Aber natürlich, Verbindung zum Satellit braucht man schon. Das bedeutet, also im Tunnel funktioniert es nicht. Da läuft es dann einfach offline weiter, aber die Position wird dann ungenauer. Und hier kann ich meine Favoriten einspeichern. Und da habe ich also Sachen drin, die ich immer wieder brauche. Und dann, wenn ich irgendwo war und ich will wieder zurückfinden, dann kann ich dann auf Nach Hause drücken. Ne? Und man kann sie aber auch einfach so mitlaufen lassen, was ich meistens mache, ohne dass ich irgendwas einprogrammiere, weil die meisten Sachen, wo ich jetzt so in meinem Umkreis hinfahre, die kenne ich auswendig, da muss ich nicht das Navi einschalten dazu. Allerdings manchmal habe ich unterschiedliche Sachen, da fahre ich nicht von A nach B, sondern zuerst nach C und dann nach F und dann wieder nach B zurück, und um die Strecke dann zum Beispiel von F nach B zurückzufinden, da benutze ich dann das Navi, ne? Weil ich eben auch nicht alle Strecken auswendig kenne. Und wenn ich jetzt eine weiter wegfahren will, dann tue ich erstmal hier das Ziel einprogrammieren und zusätzlich noch auf Google. Und dann vergleiche ich die beiden, ob das mit der Entfernung einigermaßen hinkommt. Gut, ein paar Kilometer können es vielleicht Differenz sein, aber wenn da mal 20 Kilometer Differenz ist, dann weiß ich, hoppla, da stimmt was nicht. Da musst du dir nochmal die Streckenführung genauer betrachten. Und natürlich, jetzt muss ich mal hier kurz die Innenbeleuchtung anmachen, natürlich habe ich auch hier immer noch so eine Landkarte mit als Reserve, als Backup dabei. Das ist jetzt hier Deutschland zum Blättern, und die habe ich also als Reserve dabei für den Fall, dass das Navi mal ausfällt oder ich keinen Empfang habe oder wenn es mich wohin schicken will, wo ich nicht hin will. Also wenn zum Beispiel ich fahre jetzt auf der Autobahn, ne, und da ist Stau und ich fahre von der Autobahn runter, dann will das Navi mich immer wieder zurückschicken auf die Autobahn in den Stau rein, und dann suche ich mal eben dann die Strecke hier auf der Karte und tue mir dann Waypoints einprogrammieren, tue also das Originalziel rausnehmen und dann eine Stadt eingeben oder einen Ort eingeben, der neben der Autobahn liegt, auf der Umleitung, die ich fahren will, damit das Navi die Umleitung kapiert. Ne? Und da haben wir jetzt auch gleich den Nachteil vom Navi. Das ist nicht aktuell, nicht tagesaktuell. Das hat halt die Karte, die da eingespeichert ist. Und manchmal ändern sich auch Verkehrsführungen. Es wird eine neue Straße gebaut, die fertig ist, die da noch nicht als fertig drin ist. Oder Einbahnstraßen, die früher mal waren, die heute nicht mehr sind. Da muss man halt ein bisschen mitdenken, und wenn dann so ein Befehl kommt, wie rechts auf den Feldweg abbiegen, dann nein. Ich meine, mit meinem Truck hier wäre es kein Problem. Ich meine, ich habe Allrad, ne, aber wenn ich einen 5 Tonnen Anhänger dran habe, dann will ich da auch nicht unbedingt auf dem Feldweg rumeiern damit. Oder wenn man eine Strecke sucht zur Autobahn und es will ihn irgendwo in ein Wohngebiet reinschicken zum Abbiegen, na, wenn man auf die Autobahn, dann muss man denken, halt, das kann nicht stimmen, weil der Autobahnverkehr wird niemals durch ein Wohngebiet geleitet, na, sondern immer vom Wohngebiet weg. Da muss es also eine andere Streckenführung geben, und da muss man schon auch ein bisschen mitdenken bei so einem Navi, sich nicht einfach blind drauf verlassen. Aber praktisch ist es halt schon, wenn man so fährt, na, man hat hier, man muss keine Karte mehr in die Hand nehmen und man muss nichts umblättern. Man sieht hier einfach auf dem Bildschirm, wo es lang geht, und der Bildschirm richtet sich auch immer in die Fahrtrichtung aus.
das ist anders als auf der Karte. Wenn ich jetzt auf der Karte zum Beispiel Richtung Süden fahre, ne, bei der Karte ist ja Norden immer oben und Süden unten. Und wenn ich jetzt von da runter zu fahre, dann muss ich halt umdenken, weil ich dann nach unten fahre. Und das Navi zeigt mir die Fahrtrichtung immer Richtung, also nach vorne hin an, also Richtung oben. Richtet den Bildschirm entsprechend aus. Das finde ich positiv. Auch die Angaben, wie weit man noch zum Fahrziel hat. Ne? Man kann da auch dann einprogrammieren, dass man noch irgendwelche Rastplätze unterwegs suchen kann, ne? Und so weiter. Das finde ich schon sehr gut. Da muss man nicht alles im Kopf haben. Und das Google Maps, das ist natürlich auch super, weil das hat aktuelle Verkehrslage dabei und da sieht man dann, wo Stau ist. Da sieht man es früher, ob Stau ist, und kann eine Ausfahrt schon früher rausfahren und nicht da rausfahren, wo alle anderen rausfahren. Und dann steht man auf der Landstraße wieder im Stau. Ja, ein Nachteil vom Navi ist halt, man verlernt das Denken ein bisschen, weil so mit der Landkarte, da musst du immer überlegen, wie sieht denn das jetzt aus? Ist das die Straße, auf der ich fahre? Wie ist denn die Nummer von der Straße? Und hier fährst du einfach nur so, wie du das gesagt kriegst, ne? Und da prägen sich die Fahrstrecken nicht so ein, da kann man dann nicht so auswendig lernen, wo man hinfahren will. Und es birgt natürlich auch das Gefahr, dass man falsch reagiert. Das ist mir neulich wieder passiert, da waren 2 Ausfahrten direkt hintereinander. Und das war so ein Kleeblatt-Dings da, und die erste raus hätte ich gemüsst rechts, die zweite hätte raus müssen. Die erste ging also rechts rum und ich wollte links rum, dann hätte die zweite fahren müssen und unten unter der Brücke durch, ne? Und dann sagt das Navi zu mir, rechts abbiegen, und ich biege rechts ab, und das war die erste Ausfahrt, ne? Da kam also nicht die Anweisung, die zweite Ausfahrt rechts abbiegen, sondern in dem Moment, wo ich vor der Ausfahrt war, sagt es zu mir rechts abbiegen, und ich fahre da rechts rein, und es war falsch. Und dann musste ich erst wieder umdrehen, einen Platz suchen zum Umdrehen, und dann, ja, das sind halt so die Sachen manchmal, wo es auch mit dem Navi wo man missverständliche Anweisungen kriegt. Und manchmal stehe ich auch an Stellen, da geht's links und rechts, und es sagt mir nicht links oder rechts, sondern einfach nichts, ne? Dann muss ich auf dem Bildschirm schauen, wie geht's denn da weiter, und da sieht man es ja, auf dem Bildschirm wird ja die Fahrstrecke, die man nehmen soll, angezeigt, als farblich markiert. Und hier ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier habe ich jetzt eine blau gepunktete Linie, das bedeutet eine Strecke, wo ich schon mal gefahren bin. Und jetzt schalten wir es mal aus, weil das ist ja so gekoppelt, dass es mit Zündung automatisch an und ausgeht. Ja, aber ich nutze, muss ich sagen, mit 99% der Navigation mache ich mit dem Navi. Und die anderen Systeme wie Google und Landkarte sind nur noch Backups für mich. Google benutze ich vor allem, wenn ich wo lang fahre, wo ich weiß, da könnte ein Stau kommen, damit ich also da die Staunachrichten habe, und dann lasse ich das dann da liegen, und dann höre ich nur nebenbei zu. Oder wenn ich Beifahrer dabei habe, ist das natürlich auch wieder was anderes. Dann kann der Beifahrer sich darum kümmern. Und also Landkarten alleine benutze ich eigentlich so gut wie überhaupt nie, ne? Ich benutze die nur, um zu überprüfen, ob das, was das Navi mir anzeigt, einen Sinn gibt, wenn ich wo unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne. Oder ich suche das, um mir eine Übersicht über die Fahrstrecke zu verschaffen. Weil beim Navi sieht man ja doch immer nur den kleinen Ausschnitt. Aber ich persönlich, ich muss sagen, ich bin froh, dass es die Dinger gibt. Ich möchte nicht mehr so wie vor 20 Jahren nur mit Karten und Stadtplänen rumfahren. Und da können wir schon froh sein, dass man so Sachen hat. Und mein Fazit ist das, also wie gerade gesagt, ich finde es gut, dass es die Dinger gibt. Aber
man muss trotzdem mitdenken, aufpassen, weil manchmal eben missverständliche Anweisungen kommen und da muss man trotzdem noch nach draußen schauen, ist denn das jetzt sinnvoll, da abzubiegen, wo es mir sagt. Ja, wenn jetzt da auf den Feldweg kommt, dann biege ich da nicht ab, wenn ich irgendwie in ein Gewerbegebiet will oder auf die Autobahn oder sonst irgendwo hin. Da fahre ich nicht auf den Feldweg. Auf den Feldweg fahre ich, wenn ich irgendwie zu einem Bauernhof hin will oder so. Ja, okay, dann kann man mal über den Feldweg fahren. Aber normal hat man auf Feldwegen nichts zu suchen. Ne? Und wenn das Navi dann sagt, fahr da ab auf den Feldweg, dann ist damit zu rechnen, dass es falsch ist. Es sei denn, man fährt jetzt einen Holzlaster und muss in den Wald, ne? Dann ist es wieder was anderes, aber unter normalen Umständen sind eben, oder wenn man auf die Autobahn fahren will und es will ihn durchs Wohngebiet schicken, ne? Ist halt auch nicht richtig, weil die Verkehrsplanung wird niemals so sein, dass man den Hauptverkehr zur Autobahn oder von der Autobahn kommend durch ein Wohngebiet schickt. Und den Fehler machen viele, dass sie sich blind auf das verlassen und nicht nochmal nachschauen. Und selbst bevor ich fahre, ich gucke auch immer, ich tue nicht nur auf das, was das Navi mir sagt, sondern gucke auch immer, wie sieht es denn da auf dem Bildschirm aus, wie geht es da weiter und so diese Übersetzung im Kopf, das muss man schon auch noch machen. Und wenn man das richtig einsetzt, dann ist das eine super Sache, das Navi. Da bin ich froh drum, dass es das gibt heutzutage. Aber wie gesagt, Landkarten als Backup, wenn man mal irgendwo, weil die Dinger können mal ausfallen, wenn mal ein starker Sturm ist und man hat keinen Empfang zum Satelliten oder man fährt durch einen Tunnel oder man fährt in ein Land, wo es eben das Kartenmaterial nicht drauf ist. Ne? Ja, und dann wünsche ich euch noch gute Fahrt und viel Spaß mit euren Geräten und tschüss.